uns die Kompostheizung. Ja, guten Abend. Ich begrüße euch zum Vortrag Kompostheizung. Berichte euch über meine Erfahrungen, die ich gesammelt habe. Ich habe 2014 begonnen in Rumänien. Da haben wir eine Dusche gebaut und es war ein super Erfolg, weil das Material ist mit Hilfe des Nachbarn, der hat die Wiese geschnitten und hat uns eine große Menge an grünem Gras zur Verfügung gestellt und wir haben den Gartenschlauch eingebaut. Ich werde dann auch Bilder herumzeigen, wie das funktioniert hat. Ja, dann habe ich weiters in Österreich auf einem Biobauernhof auch wieder eine Dusche gebaut. Dort gab es den Pferdemist, weil die Pferde haben, am Jauerling, Maria Lach, falls das irgendwer kennt. Das war das zweite. Und 2015 habe ich bei der Barbara in Brandharzberg schon im Frühjahr begonnen zu bauen. Da habe ich auch vom Nachbarn, der hat seine Scheune gereinigt und da ist jede Menge so Hackschnitzelmaterial herumgelegen und ich habe mir das alles geholt, habe das eingeweigt und da haben wir dann auch gleich Dusche gehabt mit Warmwasser. Und ja, wie schaut es aus mit dem Material? Also Material findet man eigentlich immer und überall und also am Land, ja eigentlich auch in der Stadt. Man muss nur ein bisschen seine Augen aufmachen und seine Aufmerksamkeit halt hinrichten. Ganz oft ist bei mir immer so, dass mir die Nachbarn irgendwas zur Verfügung gestellt haben. Also im Brandharzberg der Harry, der Nachbar, mit seinen Holzhackschnitzel, dann die Michaela, die hatte 20 Jahre lang haufenweise Stroh und auch Mist, mit Mist gemischt. Und genau in diesem Jahr hat es das ausgeräumt, da haben wir auch eine Menge geholt. Und das optimale Material ist allerdings, wenn Hecken geschnitten werden, also so Äste, und das fein verhäckselt wird. Das ist das beste Material, weil das sehr, sehr lange hält. Also da kann man dann bis zu 1,5, 2 Jahre Wärme gewinnen. Von der Wärmeentwicklung gibt es auch die verschiedensten Varianten. Also je nach Material kann man 40 Grad erreichen oder das Maximum ist so bei ca. 70 Grad. Die 70 Grad deswegen, weil so bei ca. 75 Grad ist diese Temperatur, wo pasteurisiert. Und beim Pasteurisieren gehen alle Bakterien verloren. Also sterben alle Bakterien. Und deswegen ist so das Maximum, weil das eben, die Wärme wird erzeugt von so Mikroorganismen und Bakterien und Hefe und Pilzen und was da alles drinnen ist. Und die würden da absterben. Also, was ich damit sagen will, es kann nicht über 70 Grad gehen und dadurch kann es auch eigentlich nicht gefährlich werden. Also, vom Wasser her, ich meine 70 Grad ist schon sehr viel, aber schwere Verbrennungen kann man damit nicht kriegen. Also man hat noch Zeit genug zurückzuzucken. Es kann dann überhaupt nichts passieren. Ja, das von der Temperaturentwicklung. Die 70 Grad wird man mit Pferdemist erreichen. Also das ist halt das Maximum. Wobei der Pferdemist halt schnell verrottet. Also da hat man nicht so lang was davon. Man kann allerdings die Materialien auch zusammenmischen. Das heißt, je nachdem, was man halt hat, kann man so gehäckseltes Material, so Baumschnitt, mischen mit Pferdemist oder grünem Gras. Und dann hat man höhere Temperatur vom Pferdemist oder vom grünen Gras und aber die längere Dauer von den holzigen Material. Also das ist auch möglich. Wobei, da muss man halt die Verhältnisse betrachten, also man von Prozentsatz her, was ich, ca. 10–20% von dem schnell verrottenden Material dazu mischen, weil
sonst würde es doch zu schnell verrotten, wenn da der Anteil zu hoch wird von dem schnell verrottenden Material. Ja. Wenn man zum Beispiel so altes Material hat, dann habe ich das eben eingeweigt in so Mörteltröge und habe das gut befeuchtet. Das ist sowieso ganz wichtig, dass das Material gut befeuchtet wird. Also das muss richtig so voll gesaugt sein mit Wasser. Das ist natürlich auch wichtig wegen der Sicherheit. Also wenn das eben so voll gesogen ist mit Wasser, kann es nicht zu brennen beginnen. Weil es ist sehr wohl möglich, dass so ein Komposthaufen, wenn er trocken ist, dass der wirklich zu brennen beginnt. Also, und das ist dann eigentlich schon unangenehm. Aber wie gesagt, man muss das halt korrekt aufbauen, immer schön einwässern, dann kann überhaupt nichts passieren. Also so von der Sicherheit her ist es auch sehr, sehr einfach zu handhaben. Ja, ich zeige euch mal ein paar Fotos, ich gebe das mal da herum. Also das erste Foto ist so, wie das ideale Material ausschaut, so gehäckseltes Material. Ja, das kann man dann ins Video einfügen, dieses Bild. Also die ganzen Bilder werden dann... Ja, macht das Zwischenfrage, wenn es oft. So kann das anfangen zu brennen, wenn das bei 70 Grad pasteurisiert. Dann sterben die Mikroorganismen ab und was ist dann? Naja, wenn es trocken ist und es hat, was ich so feuchte Stellen drinnen und es scheint nur die Sonne drauf im Sommer, dann kann das einfach zu viel werden, die Hitze. Und eben mit dem trockenen Material gemeinsam habe ich schon gehört, dass das passiert ist. Also, weil das sind immer die ersten Fragen, was da auftauchen, wenn ich das erzähle mit der Kompostheizung. Naja, das kann ja zu brennen beginnen. Und da haben sie eben schon Beispiele gehabt. Also die Bauern, die wissen das ja. Hat ja auch Klee zu brennen begonnen. Bitte? Klee, oder wenn man den eingeführt hat in die Scheune. Und der war feucht. Und da war Stroh daneben, dann hat das auch zu brennen begonnen. Ja. Die Hitze. Ne? Ja, genau. Aber die Frage ist, wieso eigentlich? Das, weißt du das? Weil bei 70 Grad sterben so die Bakterien. Okay. Ja. Jetzt gibt es keinen chemischen Prozess mehr. Also ich gehe davon aus, dass das im Sommer passiert, wenn da irgendwie 30, 40 Grad draußen ist und noch die Hitze von innen, dass das dann einfach zu brennen anfängt, dass das dann irgendwie über die 70 Grad hinauskommt. Also so, ich habe nicht... Aber die Sonne, wenn die Hitze dazukommt, Das sterben sie auch. Ja, Nein, das hat dann mit den Mikroorganismen nichts mehr zu tun. Also ich habe jetzt nicht nach einer genauen Erklärung gesucht, warum das da zu brennen beginnen kann. Es Ja. könnte ja vielleicht eine kleine Explosion passieren drinnen. Vielleicht bilden sie irgendwelche Gase, die halt früher entzündlich sind, weil bei einem anaeroben Prozess bildet sich eben das Methangas und vielleicht hat es eine niedrigere Entzündungstemperatur. Das könnte irgendwie eine Erklärung sein. Ja, also, ja, ich habe da noch ein zweites Foto, da habe ich das Zeug im eingeweigt. Ja. Das Einweichen nicht auch wichtig, weil die Mikroorganismen ja auch Wasser brauchen. Genau, Ja. richtig, ja. Wenn es nur trocken ist. Genau, nein, wenn es trocken ist, funktioniert der Prozess nicht, dann startet es nicht. Die Mikroorganismen brauchen auf jeden Fall Feuchtigkeit und es gibt eben den anaeroben Prozess, wenn es wirklich komplett unter Wasser ist. Das ist das, was eben auch den Geruch erzeugt.
und den anaeroben Prozess, wenn es zwar feucht ist, aber trotzdem Luft dazukommt. Und was bei dieser Sache eben gefragt ist, ist eben dieser anaerobe Prozess, wo es eben feucht ist, aber trotzdem die Luft dazukommt. Und dann hat man eben auch nicht den Gestank. Also man braucht keine Angst haben, wenn das korrekt gemacht ist. Ja, man hat vielleicht am Anfang eine leichte Geruchsentwicklung, aber an und für sich ist es keine Geruchsbelästigung, überhaupt nicht. Ja, wie kriegt man die Wärme raus? Und zwar gibt es da zwei Möglichkeiten zumindest. Man kann ein Wasserrohr reinlegen aus so einem schwarzen PE-Wasserrohr. Oder man kann ein Luftrohr reinlegen. Da gibt es zum Beispiel so Drainagerohre ohne Löcher. Und sozusagen die Luft zirkulieren lassen. Das ist das Einfachste. Also Beispiel, wenn man eine Gartenhütte hat, baut man den Komposthaufen daneben auf und baut den dicken Spiralschlauch, also der soll dann 10 cm Durchmesser haben. Und das ist sehr, sehr genial, weil das ist sowas von kostengünstig. Also da kosten 25 Meter Schlauch, kosten 30, 40 Euro. Und das war es aber schon. Die Luft zirkuliert von selbst, man braucht keine Pumpe, nichts. Man braucht nur eine Klappe, dass man es zumachen kann, um eben die Wärme, wenn es zu groß ist, dann abzuschalten. Mehr braucht man nicht. Wenn man das mit Wasser macht, schaut es anders aus. Man kann es schon auch schaffen, dass man so eine Selbstzirkulation zustande bringt. Allerdings muss dann der Komposthaufen unten sein und das zu heizende muss oben sein. Und da braucht man dann auch ein dickes Rohr. Also so 1 Zoll von der Dimension her. Und wenn man das dann entsprechend mechanisch nach oben gehen lässt, kann man das auch mit dem Wasser hinkriegen, dass es von selbst zirkuliert. Das ist, eigentlich sollte man das anstreben, weil jede Pumpe, erstens mal kostet es einiges und es gibt vielleicht manche Plätze, wo man keinen Strom hat, dann ist es ideal. Und gerade für Wärmesysteme im Winter, wenn es kalt ist und man hat zufällig einen Stromausfall und dann geht das ganze Zeug nicht, dann wird es auch mühsam, auch wenn es bei uns im Moment kaum Stromausfälle gibt, aber was ich, Rumänien zum Beispiel, da würde ich mich nicht auf den Strom verlassen. Ja, die Sache, was ich jetzt gebaut habe, haben wir gemacht mit Stromanschluss und mit Pumpe und allem drum und dran. Und zwar habe ich das an die vorhandene Zentralheizung angeschlossen. Aus installateurstechnischen Gründen habe ich da sozusagen einen Wärmetauscher. Das sind jetzt 2 Kreise, also mit Pumpe und Überdruckventil und Ausgleichsbehälter im Kompostkreis, und die Heizung hat das sowieso und dazwischen ein Wärmetauscher. Vom Preis her ist es circa so bei 1000 Euro. Wobei da ist jetzt das Material im Komposthaufen schon dabei. Also es ist wirklich alles. Um 1000 Euro kann man das anschließen an ein Heizungssystem. Also da liegt man sicher vom Preis her auf der sicheren Seite. Okay, das ist jetzt ohne Arbeitszeit. Ich habe es halt selbst gemacht und der Installateur hat uns einen Kostenvoranschlag geschrieben. Das war dann bei 3000 Euro. Also der hat auch fürs Material teilweise ganz exklusive Preise. Also der Wärmetauscher kostet beim Installateur 400 Euro und ja, den kriegt man zu einem ganz anderen Preis auch. Ja. Jetzt den Komposthaufen, kommt man da durch den Winter jetzt einmal durch? Wie lang arbeitet der Komposthaufen, dass man erneuern muss wieder? Ja, also das habe ich vorher schon mal gesagt, das ist materialabhängig. Wenn man eben das optimale Material, diesen grünen Häckselschnitt hat von den Sträuchern, kann man 1,5 bis 2 Jahre Wärme rausnehmen. Also 2 Heizsaisonen
sind Durchgehend. immer wieder mal geschafft worden. Ja, ja, durchgehend, ja, ja. Das heißt, im Sommer rennt er halt. Na, im Sommer hat man Ja, eben Wärme für Dusche oder Ja, was ja, weiß ich, okay, Waschmaschine, aber alles der kann man da rennt durch. anschließen. Also die Wärme gibt er permanent ab. Von der Ja, ich Wärme, weiß schon. Wie viel Kubikmeter? von der Wärmeleistung ist es so, dass 10 Kubikmeter 1 Kilowatt entsprechen. 10 Kubikmeter Häckselmaterial. Genau, 10 Kubikmeter gehäckseltes Material. Genau, wie viel Platz ist das dann, was man da. Also das ist halt 4 Meter Durchmesser und, 4 Meter Durchmesser? Okay, ja, passt. und 3 Meter hoch. Ja, ja. Mhm. Okay, ja. Ja, also, ich weiß nicht, ob es jetzt schon jeder gesehen hat, das Bild, wie die Spirale ausschaut, was drinnen ist. Aha, sehr 12 gut. Quadratmeter. Der PVC-Schlauch. PE heißt das, Polyethylen. Polyethylen. Also dieses schwarze Wasserrohr mit dem blauen Streifen, also Trinkwasser, echt. Zu dem Material von dem Rohr, was man reinlegt, also ich habe es ja schon mit Gartenschlauch gemacht, allerdings wenn man das zum Duschen oder sonst irgendwie verwenden will, ist es mit dem Gartenschlauch absolut nicht empfehlenswert, weil das einen Geruch dann entwickelt. Beim ersten Mal geht es noch, aber ich habe das dann beim zweiten Mal, ist überhaupt nicht mehr gegangen, das hat dann so furchtbar gestunken. Wenn man ein Heizungssystem hat, kann man es schon mit dem Gartenschlauch machen, aber für Duschen oder so, da stinkst du nachher mehr, als was du vorher gestunken hast. Das ist ungünstig. Aber im Prinzip, Ja, Entschuldigung, ist Ja. das Material von dem Schlauch? das Material, also ein normaler Gartenschlauch war das. Da Das kommt waren das alles die drüber, ersten oder? Versuche. So Benzol E wird abgegeben. Der Mittel Ja, kommt das drüber, ja, oder? ja. Aha. Das ist die Grube, nicht? Ja, und, Also, dann- wenn man das jetzt erklärt, das Bild, dann sagt man, das ist die Grube, Genau. und dann kommt unten die ist der ganz... Schlauch Aha, und dann kommt das Häckselmaterial so aha, drauf. sehr gut. Ja, So nehme ich. Und dann Von- drüber noch eine Erde zur Isolierung. genau. Von der Schichtung her, also um eben das Anaerobe zu erreichen, ist die unterste Schicht eigentlich grobe, also nicht gehäckselte Zweige. Kann man so eine Schicht machen, was weiß ich, halber Meter oder so, dass von unten ein bisschen Luft drinnen bleibt. Dann kommt Häckselmaterial, also circa 1 Meter Häckselmaterial und dann kommt erst die erste Schlauchschicht, dass der Schlauch, der Wärme da schon mittendrin ist. Und je nachdem, wie viel Material man hat, kann man mehrere Schlauchrollen machen. Wie, Ja. wie tief muss das sein? Diese, Na, wie gesagt, also vom Boden weg 50, oder? an 1 Meter und dann kann man die erste Schlauchrolle ah, reinmachen. also 1 Meter ungefähr müsste es sein, damit es Genau, ja, ja. überhaupt genug Wärme entwickelt. Ja, es geht ja darum, dass der Kompost sehr stark zusammensinkt. Im Laufe der Zeit sinkt es zusammen auf 1/3. Also von 1 Meter bleiben dann 30 Zentimeter über. Und ja, Naja, gibt man dann immer wieder Neues drauf. das ist situationsabhängig. nicht? Eigentlich ist es nicht notwendig, was drauf zu geben. Aber wenn es sich so ergibt, man kann ruhig was draufgeben. Also das ist jetzt nicht schädlich, was draufzugeben, überhaupt nicht. Und ich habe da eine Temperaturmessung gemacht. Also heuer hat es ja minus 15 Grad gehabt, eine Zeit lang jetzt vor ein paar Wochen. Und da bin ich mal rausgegangen mit dem Thermometer und habe den Thermometer, der ist ca. 10 cm lang, habe den reingesteckt. Also er war 10 cm drinnen und dann nach 10 Minuten oder so habe ich den rausgenommen und ich habe ziemlich geschaut, weil ich habe da 40 Grad gehabt, 10 cm unter der Oberfläche bei einer Außentemperatur von minus 15 Grad. Also das ist schon gewaltig. Was ist die äußerste Hülle? Also ich habe oben Pferdemist drauf gehabt, den ich im November gekriegt habe. Aber das war jetzt im Jänner, also der hat nach 2 Monaten noch immer so eine immense Hitze an der Oberfläche.
was mir nicht klar ist, das Rohr, also Wärme, in was muss ich da ein Neigungsverhältnis wählen oder wie kriege ich die Wärme raus? Oder klettert die einfach durchs Rohr? In dem Fall geht es mit der Pumpe. Ah ja. Also da ist Neigungsverhältnis egal. Aber wenn man das wirklich, Natur, was? Natur machen. man könnte es auch mit einer Naturkonvektion laufen, dadurch, dass die warme Flüssigkeit nach oben steigt, würde man es auch mit Naturvariante schaffen, wenn eben das Haus oder das zu heizende Objekt höher ist als der Das ist meine Komposthaufen. mathematische Rechnung. Ne? Ja, Ja, wirklich. das lohnt sich aber, wenn man sowas konzipiert, dass man auch gleich schaut, dass dieser natürliche Fluss möglichst gefördert wird. Also das habe ich beim jetzigen Projekt noch nicht ganz drauf gehabt, aber da kann man schon einiges sehr optimal gestalten, wo die Pumpen dann leichter tut, weil das eh schon von Natur aus einen Trend nach oben hat. Also auch wenn die Leitungen dünn sind und auch wenn man Pumpen hat, wenn man das schon so baut, dass der natürliche Fluss, dass das unterstützt wird. Spielt Ja. eine Rolle, wenn es giftiger ist, so zum Beispiel wenn diese Anaerobik oder so und wie heißt es, der Stoff eine giftig hat, kann er sehr schade zum Beispiel den Mikroorganismus. Also das hat natürlich seine Grenzen, an und für sich dieser heißrote Prozess, wie das genannt wird. Ja. Da sind diese Mikroorganismen sind auf jeden Fall in der Lage, giftige Substanzen in einem gewissen Ausmaß abzubauen. Das ist nachher weg. Und auch in Bakterien und Viren durch diesen langen, also wenn das wirklich jetzt, sagen wir, 16 oder 18 Monate so eine hohe Temperatur hat, dann ist es nachher wirklich steril sauber. Also ich nehme an, da kannst du operieren drauf. Ja. Ja, also Nein, aber ich meine den giftigen Stoff. ja, auch die giftigen Stoffe in einem gewissen Rahmen Denke, werden wenn die Schwermetalle drin sind, die bleiben. Ne? Wo sollen die hin? Die Ähm, bauen sie nicht ab. ja. Weil zum Beispiel Das kann ich jetzt nicht sagen. Wenn da Lackreste drinnen sind von irgendwo, weil der Nein, das sollte Holz man gestrichen nicht hat. machen. Sowas nehmen wir nicht dazu. Nein, mein nur. Mhm. Nicht, weil Das- da Cadmium war in der Farbe, Aha. dann das baut sie nicht ab. Alles Organische kann sie abbauen. Müsste man schauen. Also ich weiß nur, dass im Kompost halt irrsinnig viel abgebaut wird, halt in gewissen Rahmen. Wenn das zu viel ist, dann kann das schon die Mikroorganismen schädigen, klar. Also man sollte schon darauf schauen, dass man möglichst natürliches Material kriegt, aber Wobei das ja denkbar wäre, dass Pestizide, die organische Verbindungen sind, abgebaut werden könnten bei der Heißrotte. ja, Aber genau. das was anorganische Chemie ist, das wird wahrscheinlich weniger stark abgebaut werden. Ja. Ja. Also wie gesagt, da weiß ich nur, dass eben sowas möglich ist und dass vieles abgebaut wird. Wie gesagt, in einem gewissen Rahmen funktioniert das. Ja, Druck. also Sind Sie sicher, dass Nein, Sie den ist ja Beitrag löschen wollen? ja. Das ist gefährlich. Ja, Beitrag löschen. So, ja, genau, also da habe ich ein Foto, du kennst das eh, wie das ausschaut innen, also dieser Druckausgleichskessel und die Pumpe, das ist jetzt ein technisches Detail, wie das ausschaut, da ist die Heizung angeschlossen, da ist dieser Wärmetauscher. Ja. Was noch zu sagen ist von der Größendimensionierung, also unser Ding hat jetzt eben die 10 Kubikmeter circa und so von der Leistung her, 10 Kubikmeter können circa 10 Quadratmeter heizen. Also wenn man jetzt 20 hat, könnte man 20 heizen. Das ist eigentlich so eine Faustregel, was man schaffen würde. Ja, wenn dann der Kompost fertig ist, ich habe es selber noch nicht gesehen, aber
die Leute, die das schon gesehen haben, beziehungsweise der Chopin, der Franzose, der das in den 70er schon gemacht hat, hat scheinbar mit dem Kompost ein phänomenales Pflanzenwachstum hinkriegt. Und der macht dann, also am Boden direkt, der tut das nicht einarbeiten, den Kompost, sondern auf dem Boden 10 cm Kompost und dann macht er so V-förmig und also die Pflanzen sollen schon in der Erde drin sein und nicht im Kompost. Er sagt, der Kompost ist Nahrung für den Boden und nicht für die Pflanze. Die Pflanze kann den Kompost meistens nicht direkt aufnehmen. Und dann über den Kompost, also 10 cm Kompost und dann nochmal 10 cm Mulchmaterial, dass das nicht austrocknet. Also der hat es geschafft, in der Provence auf einem steinigen Boden, ohne Gießen, bei 40 Grad im Sommer, wunderbarste Ernten einzufahren. Also ich habe es, dadurch, dass das jetzt alles so frisch ist und ich habe halt noch kein so ein Kompostmaterial bis jetzt, das dauert jetzt noch 2 Jahre, also 1,5 Jahre, bis wir dann den ersten Kompost haben und dann eben diese Sachen auch ausprobieren können. Was wir jetzt schon gemacht haben, dass wir rund um den Komposthaufen haben wir eben Kürbisse, Paradeiser, Paprika und verschiedene Sachen halt gepflanzt. Das ist wirklich super gewachsen, weil da haben sie die Feuchtigkeit, die Wärme, die Nährstoffe und das ist ein sehr, sehr genialer Zusatznutzen, wenn man da was anbaut. Also wir haben jetzt noch die Hokkaido-Kürbisse, da haben wir also praktisch unseren ganzen Jahresvorrat an Hokkaido-Kürbissen, die Gurken sind da gewachsen. Was ich jetzt gemacht habe, weil ich diese hohe Oberflächentemperatur habe, habe ich ein Frühbeet gebaut. Was? Ein Frühbeet. Und zwar ganz einfach ein Holzrahmen und eine Glasplatte drauf. Und in diesem Frühbeet, ich suche euch auch das Foto raus, sind Pflanzen drinnen. Okay, ich zeige euch gleich das Bild mit den Pflanzen. Also in diesem Frühbeet, also dieser Holzrahmen, nicht isoliert, so eine 5 mm Glasscheibe, da hat es bei minus 15 Grad, hat es drinnen plus 10 gehabt. Wie viel? Plus 10. Also bei minus 15 Grad draußen Ja, hat es ja. plus 10 gehabt. Also nicht isoliert, Da hast du Blumentöpfe reingestellt. da Und wachsen Kisten. schon die Pflanzen drinnen. Also das war jetzt 15. Jänner, habe ich die Sachen gesät und das ist heute sozusagen, wie die Pflanzen ausschauen. Der Basilikum braucht es extrem warm, also der blüht da drinnen auf, also blüht auf. Ich habe jetzt einen Topf drin stehen mit Basilikum, dem geht es so gut da drinnen. Es hat eine immense Luftfeuchtigkeit und jetzt bei den Außentemperaturen hat es so ca. 20 Grad drinnen. Und das ist ja natürlich auch ein super Zusatznutzen, diese Wärme da in dem Sinne für Wintergärtnerei. Also es ist noch gar nicht abzusehen, was man da alles machen kann damit. Und da kann man halt, je nachdem, was man hat, also da wachsen auch irgendwie so Schwammerl drinnen. Also man kann sicher da auch Pilze drinnen züchten. Ich habe es halt mit den Pilzen noch nie geschafft. Ich habe mir mal so Champignonsubstrat gekauft. Aber Temperatur und Luftfeuchtigkeit ist im Moment ideal drinnen. Also ich glaube, da würden die Champignons perfekt drinnen wachsen oder Seitlinge oder was auch immer. Und ja, Das ist ein bisschen so das Prinzip von einem Hügelbeet. ja, Ja. genau. Da rottet auch unten Material und gibt die Wärme nach oben. Genau, richtig. Ja. Also, und dadurch, dass man jetzt da so viel Platz hat, könnte man sogar ein kleines Gewächshaus draufstellen. Und ja, also Auf Rädern. Gewächshaus auf Rädern, ja, sozusagen. Wir haben da gestern auf der Fahrt sogar ein rundes gesehen. Das wäre natürlich optimal, weil die optimale Form ist halt die runde. Man kann schon eckig auch machen, aber eigentlich von der Wärmetechnik her ein rundes Ding ist wärmetechnisch optimal und ja, schaut eigentlich am schönsten aus. Im Sommer, also wie gesagt, Geruch ist sowieso kein Problem.
wenn dann maximal ganz kurzzeitig, wenn er frisch ist, aber auch nur, wenn man im Pferdemist drauf hat oder so, wenn man das Holzhäckselzeug, das hat überhaupt keinen schlechten Geruch. Da hat man kein Problem, das stört überhaupt nicht. Und im Sommer eben, wenn man rundherum was anbaut, dann ist das komplett überwuchert. Also das ist dann einfach ein grünes Stück und ist ja optisch überhaupt nicht störend. Also, ja, gibt es eurerseits noch irgendwelche Fragen? Ja, wie viel Grad kriegt man praktisch am Heizkörper zusammen? Also, dass das drin 70 hat und wie? Also, Habt ihr schon gemessen oder so einmal? das ist so zwischen 40 und 50 Grad, Aha, okay. was ich ins Haus reinkriege zum Wärmetauscher. Ja, dann greift man dann nicht so gern. 50 Es Grad ist schon, geht ja. gerade, es geht gerade. Also ja, so vom Gefühl her, man kann schon noch halten, aber es ist Okay. schon heiß. Ja, es ist nicht mehr glaube ich, warm. die Temperatur von einem Heizkörper. So dass man Ja. draufgreifen kann, aber es ist eher nicht Ja, so es lang. sind die Röhren, Die Röhren. die Röhren haben die Gut. Temperatur. Der Heizkörper selber Von- weit von- weniger. Von der, Gleich weniger? Also, Ja, von der Leistung her ist in dem Fall, was wir jetzt gebaut haben, müsste man den Heizkörper direkt anschließen. Ein Heizkörper, so ein großer, hat ca. 1000 Watt. Also der wird heiß werden. Der wird die Temperatur erreichen. Dadurch, dass ich das an ein Heizsystem angeschlossen habe mit 7 Heizkörpern, ich meine, das sind, also okay. der Ofen wird mitgeheizt. Also man spürt schon, es wird so ganz leicht lau, das ganze Wie viel Heizsystem. Wasser rinnt im Komposthaufen drinnen? Wie viel Wasser rinnt da? Also da ist jetzt 100 Meter 3/4 Zoll. Mhm. Das werden so ca. 30 Liter sein, 30 Liter, okay. was da drinnen sein in den. Ja, und das ist mehr sollte man nicht machen oder so. Na, man kann schon mehr machen. Mhm. Wenn man mehr Kompostmaterial hat, nimmt man erstens mal einen Einzollschlauch Mhm. und dann nimmt man statt 100 Meter 200 Meter. Okay. Also je nach Größe des Haufens, man kann auch schaffen, dass man wirklich permanent heißes Wasser rauskriegt. Also da schließt hinten kaltes Wasser an und wenn du jetzt 200 Meter hast und was weiß ich, 40 Kubikmeter Material ohne Ende, 40 1,5 Jahre lang permanent, was weiß ich, 50 Grad heißes Wasser und das ist eine Ja, klar. Ne? immense Leistung. Das wird Durchlauferhitzer dann. Ja, klar. Ne? Aha. Also 30 Liter praktisch für 10 Kubikmeter. In dem Fall ist In es dem so Fall dimensioniert, okay. ja. So dimensioniert, okay. Mhm. Und da kann man dann, wie hast du gesagt, 10 Quadratmeter 10 richtig Quadratmeter, also schön heizen, dass da angenehm warm ist. ist da wahrscheinlich schon zu warm. Wirst okay. wahrscheinlich drosseln Eher müssen. mehr. Also mehr es hat Quadratmeter. genug Kapazität, dass du die Hütten der Holzhütten unisoliert heizt es, Ach so. Aha. weil es eben einfach permanent diese Wärme abgibt. Permanent. Man 1000 kann immer Watt. Voll Gas. Ja. Man braucht das nicht abdrehen, ja, richtig. Man Ja. braucht das nicht abdrehen, das rennt, ja. Genau. Hast du schon mal so einen Heizkomposthaufen wieder ausgeräumt, wenn das fertig war? Ich habe in Rumänien das 2014 gebaut und dann war ich nicht dort, wie die das Ja, abgebaut okay. haben und den Garten dann verwendet haben. Am Jauerling auch nicht. Und jetzt habe ich sozusagen das Material vom Frühjahr, dieses alte Zeug, was nicht optimal ist, habe ich dann nochmal eingearbeitet und zusammengemischt mit frischem Material. Wie gesagt, also das kann man ruhig machen, dass man noch nicht ganz durchgerottetes Material oder Mist, je nachdem, was man einfach hat, kann man zusammenmischen. Und dadurch habe ich noch keinen durchvergorenen Kompost. Seit wann arbeitest du an dem? Also wie gesagt, 2014 war das erste. Also gar nicht so lange her, ja. Nein, Okay. war noch nicht, Ah. ist noch nicht so lange her. Aber wir haben dann dort unten eine Frau, die sich gut so mit Wettbewerben und Geld kreieren auskennt. Die hat dann rausgefunden, dass es einen Wettbewerb gibt für so alternative Projekte und hat dann ein Video gemacht. Das war eben Bedingung, man muss ein Video machen zu dem Projekt und hat es dann erreicht, dass wir $500 gewonnen haben für diese Idee.
Also wir haben schon einen Preis dafür bekommen in Rumänien. Toll, ja. Ein bisschen investiert ja natürlich auch und hat sich ausgezahlt. Ne? Ja, das hat sich eigentlich voll ausgezahlt, weil das Material also kostet weniger als $500 auf jeden Fall. Also da kann man schon was Neues jetzt wieder bauen für das Geld. Mhm. Also dort unten haben wir eben den ganzen Sommer dann geduscht. Also da habe ich eben das grüne Material gehabt und ich habe das aufgebaut und das grüne Gras, das beginnt ja sofort die Hitze zu erzeugen. Und am nächsten Tag in der Früh bin ich schon aufgestanden und habe mich schon geduscht. Ich habe es nicht erwarten können, also es hat schon funktioniert. Und ja, also da habe ich auch den Gartenschlauch genommen. Wie gesagt, wenn der Gartenschlauch frisch ist, geht's ja. Aber das kann man eben nur einmal machen, eine Saison sozusagen mit dem Gartenschlauch, dann stinkt er so furchtbar, dass es nicht mehr geht. Weil normal durch den Gartenschlauch ja kaltes Wasser rinnt. Genau, ja, Also ja. ist das Material nicht abgestimmt auf Eis. Genau, richtig, ja, ja. Bei den Metallrohre vielleicht sogar noch besser. Also, Beim Metall, ich habe von jemand gehört, dass Kupferrohr probiert haben, dass das aber nicht funktioniert. Irgendwas dürfte da nicht passen. das Plastik hat sich bewährt. Plastik- Die Schläuche, da haben sie wirklich bewährt. Genau, also das wird eigentlich überall verwendet, soweit okay. ich das mitgekriegt habe. Mhm. Ja. Okay. Ich denke, das Kupferrohr oxidiert in der Erde und löchrig wird. Oxidieren, ja, ja, da müsste man Nickelchronium nehmen. Das wäre halt dann, da gibt es keine Natürlich ist Veränderung. Metall nimmt die Wärme besser auf als Kunststoff, das ist richtig. Weiter. Aber man muss ja dann ein Material haben, das so Genau, angegriffen Nickelchronium, ja. werden kann. Ja. Das wär's, ja. Aber wenn sie das Ding, das Plastikrohr bewährt hat, na dann warum nicht? Ne? Ja. Und so von den Spezifikationen, also eigentlich 50 Grad hält es auf jeden Fall aus, dieses PE-Wasserrohr. Es steht zwar überall, man soll es nur für 20 verwenden, aber ich glaube, es gibt sogar die Spezifikation 50 Grad und von der Lebensdauer her eigentlich auch 99 Jahre, weil das ist ja, das wird überall verwendet für alle Wasserrohre. Ja, wenn man es hat, kann Was- man was für von Material? Heizungsrohr nehmen. PE-Wasserrohr, das ist so ein schwarzes Wasserrohr. Weil das ist überall eingebaut bei den Wasserleitungen. Das ist Standard und Und das brauchst du nicht ständig wechseln. nein. Also wie gesagt, Lebensdauer 99 Jahre. Ja, super. Also Das ist ja auch das heißt, Lebensmittel. Kompost zuführen und was hätte ich sonst noch zu tun? Es ist ein Lebensmittel echt. Was man als Kompost Naja, zuführen. jetzt im Dauerbetrieb. Jetzt bin ich schon im Dauerbetrieb. Ja. Was muss ich immer machen unterm Jahr? Na, eigentlich gar nichts. Wasser entnehmen, die Energie nutzen. Fertig. Das war's. Ja, Der Komposthaufen sinkt braucht man ja keine irgendwann einmal Betäubung. an, nicht? Nein, Das ist nein. logisch. Ja, klar. Also der Kompost sinkt im Endeffekt dann auf eine Drittel. Temperatur der gemacht. Die Temperatur. Nein, ich meine die Arbeit, die ich damit habe, damit mein System am Laufen bleibt. Nein, also du hast eigentlich keine Arbeit. Du kannst einfach so nur die Energie nutzen. Du hast Und Ja, fertig nach gebaut 2 hast. Jahren ist fertig. Hast dann fertig Zwei gebaut hast, Jahre. nach 2,5 Jahren oder was hast du Ja, gesagt? das Nein, ist toll, eineinhalb also bis das 2 ist Jahre. okay. Ich habe mir Eineinhalb gedacht, ich bis muss alle viereinhalb Jahre was der zuschütten, ein Rohr wechseln und was. Nein. Also Fertig gebaut und das war's. fertig gebaut und Das das war's. war halt lang, also das ist okay. Das ist Nein, absolut- eineinhalb. 1,5 bis 2 Jahre. Ja, das ist trotzdem realistisch. Ja. Das ist Also- realistisch. Also das ist nicht nur umsetzbar, sondern auch machbar. Ne? Ja. Also das ist eine tolle Sache. Also, tolle Sache. Also noch auf Dieses Gewinnervideo, hast du eine Idee, wo man das im letzten Jahr anschaut? dieses Video aus Das war Rumänien interessant, ist ja. auf YouTube zu finden. Ja, da werden wir dann am Schluss ein paar Links einblenden, Genau, das ist super, ja, dass man sagen kann, dass da man können das Sie sich sich auch anschauen anschauen, kann. wann Ja. Fragen kommen, nicht? Ja. Ähm, Ja. Nein, es gibt sowieso allgemein Informationsmaterial im Netz zu finden vom Chambin, beziehungsweise wenn man eben nach Kompostheizung sucht, findet man sowieso jede Menge Leute, die das schon ausprobiert haben, die Informationen bereitstellen. Da Jetzt gibt's weiß ich leider nicht, wo ich habe heute nämlich in einer Zeitung gelesen, irgendwas von Kompostheizung. Und jetzt bin ich so ein Ding und mir denke, um Gottes Willen, das ist ja ein absolutes Thema.
Ich habe aber leider nur so drüber gelesen, weil ich dann habe müssen fort. Das war jetzt interessant gewesen. Ja, in Deutschland gibt es da Native-Power, heißen die. Es kann nämlich sein, dass das eine deutsche Zeitung war. Und die haben auch viele Informationen. Da kann man auch anrufen, mit denen reden, E-Mail hinschreiben. Da gibt es auch ein Forum, wenn man Fragen hat. Es gibt da in Österreich Leute. Also, ja. Ja, weißt du vielleicht ein bisschen was so über die Geschichte, wie lange es das schon gibt und so und wann das schon. Also, ich gehe davon aus, dass sobald die Leute entdeckt haben, wenn sie Das ein Material Hitze auf einen Haufen schmeißen und es wird warm, Ja, dass irgendeiner die Idee gehabt hat, schon vor 5000 Jahren und das genutzt hat. Ich habe jetzt keine konkreten Quellen, wo das schon genutzt wurde, aber ich gehe davon aus, dass das immer wieder schon mal Aber gibt es genutzt Gruppen worden ist. und so auch, die was. Also richtig populär worden ist in die 70er Jahre Die 70er von Jahre. einem gewissen Chapin, Okay. Franzose, der da einiges geforscht hat. Da gibt es auch Videos, wie der das gemacht hat. Also von der Nutzung, was ich jetzt beschrieben habe, das ist einmal ein Bruchteil. Also es gibt noch einiges mehr, was man nutzen kann. Was ich heuer auch gemacht habe, zum Beispiel effektive Mikroorganismen selbst produziert, die brauchen auch so ca. 35 bis 37 Grad. Also effektive Mikroorganismen, das sind Hefe, Milchsäure und Phytobakterien. Das Und die- hast du Martin. Das ist das in den Flaschen, wo sie da So reingemacht braune haben. Flüssigkeit, Ach so, schmeckt säuerlich, riecht Alles- säuerlich. Ja, das mag ich. Das ist Ja, also Okay, ja. vorstellbar ist auch, wenn man so ein Luftrohr reinbaut, dass man, was weiß ich, Kräuter, Äpfel trocknet, was auch immer was anfällt. man sich vorstellen kann, wie man die Energie, entweder Warmwasser oder heiße Luft, nutzen kann. Da kann man sich durchaus noch mehr einfallen lassen. Das war jetzt nur ein Bruchteil, was da beschrieben wurde. Also ich könnte mir vorstellen, dass Holzhocker sowas verwendet haben im Winter. Weil die haben ja auch genug so Material gehabt und wenn sie so einen Haufen dran haben, wird das warm worden sein. Mhm. Dann, wenn sie Flaschen reingestellt haben, dann haben sie ein warmes Wasser gehabt und haben sie damit waschen können. So, ich meine, könnte man, Genau, ja, ja, könnte man ja. vorstellen. Das ne? mit Flaschen-Ding, das ist mir Ja. ein Begriff. Das Ja, habe ich mal ja. gesehen, ja. Ja, Ja, also, mit Flaschen das ist versenken. Ja, ja. Ich war als Kind bei so, Holzverein. so, Und das kann ich mir jetzt ganz klar erinnern. Ah, das haben sie wirklich gemacht? so Ja, ja. Metallflaschen. Ne? Riesige, Aha. so diese Glasflaschen mit dem Glashängel, mit dem Glasring. Aha. Nur ganz dumpf, ich war ein kleiner Bub. Das hat schon gegeben, ja. Das ist aber ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu, 46 Jahre her. Geradeaus, Ja, noch eine bis vor Sache. dem dunklen Tuch rechts. Rechts im Eck. Und zwar, Aber es gibt wenn kein man Licht. es ans Heizungssystem anschließt, wenn man eben so ein wenig Kapazität hat vom Kompost her, könnte man experimentieren, das an einer Fußbodenheizung anzuschließen. Also je funktioniert nachdem, was man 100%. hat. Weil bei der Fußbodenheizung braucht man jetzt nicht so eine hohe Vorlauftemperatur wie für die Heizkörper. Also das ist eine Option, wenn man die Möglichkeit hat. Wenn man sowas neu plant, könnte man eben auch mit Fußbodenheizung experimentieren. Und es wäre denkbar, dass man das in einen Bufferspeicher reinheizt, dass man da eben die Wärme auch für, was weiß ich, Duschen, Geschirrspüler, Waschmaschine direkt nutzen kann. Also das passt auch wieder mit dem Geschirrspüler super zusammen, weil zum Beispiel die meisten Geschirrspüler haben so höchste Temperatur 65 bis 70 Grad. Habe ich wieder genau die Temperatur, wenn ich direkt mit dem in den Geschirrspüler reingehe. Das Wasser aufheizen ist der energieintensivste Prozess. Und da kann man dann, Das Einzige, was ich mir denke, was Das mich ist sparen. die Kosten treibt, ist eben diese Pumpe. ja, Die ja, Pumpe muss elektrisch betreiben. Und Stromkosten nicht wenig. ja, ja, Und der wobei Betrieb. die jetzigen Pumpen, also das sind diese Hocheffizienzpumpen, die haben zwischen 5 und 10 Watt. Also das ist wirklich schon sehr, sehr wenig.
Also die Pumpen früher mit 100, 150 Watt. Erstens mal waren es laut, dann sind sie selber heiß geworden, die haben schon selber mitgeheizt. Aber mit dieser 10 Watt, 5 bis 10 Watt Hocheffizienzpumpe Das hast ist keinen da Da Stress. rennt ja gar nicht die ganze Zeit. Ja, also dem rennst nicht die ganze Zeit. Also da kannst den Energieaufwand für die Pumpe kannst echt vernachlässigen, indem alles, ja. also 10 super Watt gegen machbar. 1000 Watt, was du da hast, also das ist ein Verhältnis, da liegst weit auf der sicheren Seite. Und, ja. Alles andere ist auf der ganzen Welt machbar. Ich weiß nicht, inwieweit ihr so eine Pumpensolar betreiben kann. Ja, sicher. Ja, geht auch. Ja, dann, Ja, wie gesagt, weil die eben schon so wenig Leistung brauchen, dann da kann kommst ich du auf der locker mit ganzen Welt Batterie und machen, dann Solar ist durch. perfekt. Es gibt da Berichte aus, dass die in Sibirien den Biomeiler Echt? aufgebaut haben. Ja. Nein, das hängt dann nur von der Größe ab. Achso, Interesse haben. Also, um eben sozusagen die Außentemperatur, wenn die minus 20, 30, 40 Grad haben, abzuschirmen, brauchst du halt eine Isolierschicht von 50 cm. Also, dann muss der halt entsprechend größer sein Ja, und dann drinnen bleibt die ist ja Hitze. klar. Und jetzt, ich habe da Fotos, wo man sieht, wo es minus 15 Grad hat Ist ein Wahnsinn. und der Biomeiler, da ist überhaupt kein Schnee drauf und der Kater schläft drauf, weil das so schön Ja, warm ist. weil Die es schön Katze warm ist ist. immer auf den Biomeiler draufgelegen. Und das bei minus 15 Grad. Und oben am Fell, oben war er gefroren und ja, also wirklich, das ist sehr genial mit der Katze am Biomeiler. Also ich kann nur sagen, die Tiere haben uns einiges voraus. Nach wie vor. Ja, also da könnte jetzt noch ewig weiterreden. Tiere könnten da auch mithelfen bei dem Biomeiler-Prozess. Irgendwie Hühner könnte man da das vorher bearbeiten lassen. Die Also gehen ich war dann, mal in so einem Batterie mit einem Tierschützer, wo ich weiß nicht wie viel nur so Küken drin waren, gell? Da ist irre Hass drin gewesen. Also dass die nicht erstickt sind, die Viecher, gell? Hab ich gut, gewundert. das ist wieder was anderes. Ja. Okay. Ja. Gibt es eigentlich besondere Materialien, die dafür geeignet sind, Hitze zu erzeugen? Also Zum wie Beispiel wäre zum Beispiel Eichenhäckselmaterial. Wäre das besser, weil das Hartholz ist und dadurch auch länger etwas abgibt? Oder ist das Holz überhaupt ungünstig, weil die Verrottung durch Holz ja hauptsächlich auch durch Pilze geschieht Mm, und nicht durch Bakterien? ich gehe schon davon aus, dass so ein Hartholz länger hält. Aber eine gewisse Mischung soll schon auch sein, damit man da verschiedenste Nährstoffe dann drinnen hat. Und also da sind ja sicher verschiedenste Mikroorganismen drinnen und eine gewisse Mischung ist sicher günstig für den Prozess. Also reine Eichenhäckselmaterial wird eher wenig zur Verfügung stehen. Wenn man es hat, könnte man es sicher ausprobieren. Also ich bin überzeugt, dass das trotzdem funktioniert. Die Qualität vom Kompost wird dann halt eine andere sein. Ja. Also ja, aber wird sicher noch einiges geforscht werden in dem Bereich. Auch was man da jetzt als Wärmetauscher reingibt. Also da ist in der Zukunft sicher noch einiges zu erwarten. Okay, danke. Ja. So.